Servus Freunde, das 1:76 RC Sportcar ist ein beeindruckendes Mini-RC mit viel Potenzial. Doch was ist dieses Potenzial und wird es auch verwendet? Und wenn man in einen Kauf interessiert ist, was bekommt man dafür? Das erfahrt ihr in meinem Review. Viel Spaß! Beim Design zeigt sich als erstes die wirklich sehr geringe Größe des Autos. Genauer gesagt sind es knapp 6 cm in der Länge und etwas mehr als 1 cm in der Höhe. Zunächst sei gesagt, dass das Auto wie eine Art kleiner Sportwagen wegen seiner Form und der roten Farbe ausschaut. An der Front finden sich zwei kleine LED-Scheinwerfer, die sich an der Fernbedienung unterschiedlich einstellen lassen können. Außerdem ist die Motorhaube mit Zicken und Kanten gestaltet, was die Liebe zum Detail verstärkt. Auch an der Seite gibt es Zicken und Kanten und schwarze Fenster. Die Reifen mit coolen Felgendesign gefallen mir sehr gut, genauso wie der fette Spoiler am Heck. Dort befinden sich auch zwei silberne Auspuffe, ein kleines Nummernschild und rotes Rücklicht mit Bremslichtfunktion. So etwas in einem so kleinen Auto habe ich bisher noch nie gesehen. Erwähnenswert zeigt sich auch der Verpackungsinhalt. Neben dem Auto gibt es nämlich noch zwei weitere unlackierte Karosserien mit Zubehör. Dadurch kann jeder sein Auto sehr individuell gestalten. Außerdem befindet sich ein USB-C Ladekabel und die Fernbedienung in der Verpackung. Besonders lobenswert an dem kleinen 1:76 Sportcar ist, wie detailverliebt, aufwendig und doch so klein alles gebaut ist. Das fängt schon bei den eben erwähnten Leuchten an, die dem Auto super stehen. Sehr beachtlich ist dabei, wie klein eigentlich alle Komponenten sein müssen. Der Motor muss winzig sein, um in das Gehäuse des Autos zu passen. Genauso das Servo, welches sogar Full Proportional hat. Und das in einem 1:76 Maßstabauto. So etwas zu entwickeln, wird wahrscheinlich nicht gerade einfach gewesen sein. An der Fernbedienung, die übrigens gut in der Hand liegt und hochwertig wirkt, lässt sich einiges einstellen. Funktionen wie das Steering Trim, Throttle Trim, Throttle DR und STDR können an der Fernbedienung angepasst werden, was selbst manche 1:16er Autos nicht haben. Schön finde ich auch, dass man die Geschwindigkeit des Autos auf 20, 50 und 100% einstellen kann. Was die unterschiedlichen Geschwindigkeitseinstellungen in der Praxis bewirken, seht ihr nachher noch. Am genialsten ist aber der USB-C Ladeport an der Fernbedienung, den man einfach herausschieben kann und dadurch das Auto bequem aufladen kann. In der Praxis hat sich die 20% Stufe für Fahrten auf der Rennstrecke, zum Beispiel gegen Freunde, sehr gut geeignet. Mit 50% hat man dann spürbar mehr Leistung und die Reifen beginnen bei Vollgas sogar zu hoppeln, da eben so viel Leistung vorhanden ist. Die 100% Leistungsstufe ist dann absolut viel Power. Das Auto zu fahren macht, obwohl es so klein ist, sehr viel Freude. Besonders wenn es draußen regnet, ist es eine Top-Alternative, um Auto zu fahren. Das Auto lässt sich wahnsinnig gut steuern, ist sehr agil und spricht super an. Auf einem kleinen, selbstgebauten Parcours hat man dann eine Art kleine Rennstrecke, auf der man dann echte Rennen fahren kann, nur eben deutlich kleiner. Und auch das Spaßlevel wird wahrscheinlich fast genauso hoch sein, da es einfach verdammt witzig sein kann, wenn man mit Bekannten oder seinen Freunden ein kleines Wettrennen mit mehreren Autos von diesem Art Autotyp veranstaltet. Bedenken sollte man aber, dass das Auto nur auf sehr glatten Oberflächen gut fahrbar ist und auf unebenen Flächen nicht mehr gut zu fahren ist, da es einfach kaum vorankommt aufgrund der geringeren Größe. Ansonsten sind mir nur positive Sachen beim Fahrverhalten aufgefallen und man wird hier definitiv nicht enttäuscht. Zu haben gibt es das kleine Sportauto zu einem Preis von 65 €, wenn ihr meinen Rabattcode FEUTASTISCH bei shop.makerfile benutzt, der euch nochmals extra Rabatte bringt. Ob einem das RC-Car für 65 € wert ist, muss natürlich jeder selber wissen. Jedoch bekommt man, wenn man das Auto kauft, ein rundum gutes Paket und beeindruckende Technik in solch einem kleinen Auto. Das heißt, wer öfters gerne innenfährt oder auf der Suche nach einem kleinen Racing-Car für kleine Rennwettbewerbe ist, wird mit dem Kauf sehr zufrieden sein.